Hallo allerseits. Heute gibt es wieder eine kleine Bausatzbesprechung. Diesmal den BT7 Modell 1935 von Tamiya in 1:35. Viele von euch wissen ja, den BT7 gab es von mehreren Herstellern, zum Beispiel Zvezda, Italeri und so weiter. Aber das war jetzt auch nicht so der Hit. Ich habe den Bausatz auch schon mal gebaut, das war schon ganz in Ordnung. Aber ich bin doch froh, dass es jetzt von Tamiya einen zeitgenössischen Bausatz gibt. Also schauen wir gleich mal rein. Wie bei Tamiya üblich sind die Gießäste in relativ dicke Folie gepackt, was das Beschädigungsrisiko deutlich vermindert. Das finde ich sehr gut. Schauen wir uns mal die Bauanleitung näher an. Tamiya legt hier mehrere Zettel bei, eine Hauptbauanleitung, dann einen Zettel mit Bemalungs- und Markierungsvarianten, dann hier noch ein Blatt mit Vorbildfotos von dem Museumsfahrzeug und hier noch eine Seite mit Hintergrundgeschichte, was ich auch sehr interessant finde. Also hier das Museumsfahrzeug, das ist eigentlich ungewöhnlich, das kommt auch eher selten vor, dass sowas gleich mit einem Bausatz mitgeliefert wird. Ist eigentlich auch ganz schön, das mal im Detail zu sehen. Aber im Grunde wird da der gewöhnliche Modellbauer auch Eigenrecherche betreiben, denn ich denke mal, so Museumsfahrzeuge sind auch nicht immer hundertprozentig authentisch. Da wurde ja über die Zeit auch viel dran gemacht, was aber auch nicht immer richtig ist. Hier die Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug ist sehr interessant. Einmal kommt das Ganze auf Japanisch, dann auf Englisch, auf Deutsch, Französisch. Und ja, das ist eigentlich rundum interessant, wird auch über diverse Einsätze kurz gesprochen, in der Mongolei oder auch im 1941. Hier dann die Bauanleitung. Hier sieht man nochmal das gebaute Modell in aller Pracht. Dann noch diverse Sicherheitshinweise, Werkzeuge, die man brauchen könnt. Farbtabelle bezieht sich nur auf Tamiya-Farben. Und dann nochmal so ein paar Bauhinweise. Dann geht's los. Hier die beiden Wannenhälften. Also es ist ein sehr ungewöhnliches Design, wie das hier so aufgebaut ist von der Konstruktion. Aber das sieht eigentlich ganz einfach und eindeutig aus. Es sind auch immer hier Verweise, wie und was zu tun ist, falls es da irgendwelche Unklarheiten geben sollte, ist man da eigentlich ganz gut aufgehoben. Ja, interessant ist bei den BT-Panzern, dass die auch ohne Ketten fahren konnten. Die hatten hier sozusagen eine Lenkung, also es ist praktisch ein Radpanzer, der aber auch Ketten hat. Also man könnte das auch ohne Ketten zusammenbauen. Allerdings erwähnt die Bauanleitung diese Option nicht. Aber das kann man eigentlich relativ leicht selber rausfinden. Kurzum muss ich eigentlich sagen, die Bauanleitungen von Tamiya sind eigentlich immer hervorragend. Mitunter die besten, die es eigentlich so gibt. Sehr anfängerfreundlich und auch korrekt in der Regel. Ja, sieht sehr gut aus. Aber wir kennen es ja eigentlich auch nicht anders von Tamiya.
Hier gibt es noch ein paar Löcher zu bohren, aber das ist jetzt auch kein großer Aufwand. Okay, dann noch die Bemalungs- und Markierungsvarianten. Hier gibt es noch ein paar Hinweise zur allgemeinen Lackierung. Dann haben wir einmal unbekannte Einheit Litauen Sommer 41. Dann unbekannte Einheit im Moskauer Militärdistrikt 1936. Dann Ukraine 41. Mongolei 1939. Und ein deutsches Beutefahrzeug von einer Polizeidivision. Also ich muss sagen, die zwei Varianten finde ich sehr ansprechend. Das ist was man nicht so oft sieht. Ansonsten halt einfach Standard. Die Panzer wurden ja auch in sehr großer Zahl gebaut. Da passt es schon. Die Abziehbilder sind sauber gedruckt, sind jedoch wie bei Tamiya üblich immer ein bisschen dick. Sollte aber mit ein bisschen Weichmacher kein großes Problem darstellen. Die sowjetischen Panzer waren immer relativ spärlich dekoriert, deswegen ist hier auch nicht viel zu sehen. Neben den normalen Plastikteilen kommt der Bausatz noch mit Fotoätzteilen und Glassichtteilen und diesen Kappen, damit die Räder beweglich bleiben. Fotoätzteile sehen sehr schön aus. Bisschen dick geraten vielleicht, aber an und für sich schön detailliert. Vor allem eben hinten am Motor dieses Gitter, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass das schön detailliert ist. Die Glassichtteile sind auch schön gegossen, kein Flash in Sicht, so wie man das von Tamiya auch kennt. Hier drin hat es dann noch mehr so Plastikkappen und eine Metallkette, die dann eben vorne am Panzer befestigt werden kann. Das ist auf jeden Fall eine schöne Dreingabe und auch ein wunderbares Detail. Ist äußerst feingliedrig und auch schon ein bisschen brüniert, wie es aussieht. Also bei der Lackierung sollte da die Farbe auch gut drauf halten. Der Bausatz kommt auch mit Figuren, 2 Stück an der Zahl, die eben eine Panzerbesatzung darstellen bei der Lagebesprechung. Die beiden knien am Boden und sehen sich gerade einen Lageplan an. Schön gespritzt, Details sind auch in Ordnung. Es gibt natürlich bessere Figuren, zum Beispiel aus Resin oder Metall, aber ich denke, was einen Plastikspritzguss angeht, ist es sehr gut. Dann schauen wir uns mal den Bausatz an sich an. Dieser Gießast hier liegt zweimal bei und enthält Fahrwerkskomponenten wie Laufrollen, Ketten und auch so ein paar Kleinteile wie Scheinwerfer und so weiter. Ihr seht, alles top gegossen, kein Grat, kein Flash, alles in bester Ordnung. Hier die Teile von der Lenkung, sehr filigran. Die Räder sind auch schön detailliert. Auch diese Gummibelege, das finde ich recht interessant mit diesen Löchchen drin. Ja, typisch Tamiya. Hier dann Teile von der Oberwanne und vom Turm. Auch hier gilt dasselbe, fabelhaft gegossen. Und hier die Rahmenantenne für die Kommandoversion. Ja, die ist sehr filigran und auch durch die Aufteilung des Gussastes eigentlich sehr gut geschützt vor Beschädigungen. An den Innenseiten hat es natürlich die ganzen Auswurfmarken, aber
das dürfte eigentlich nicht interessieren, außer man macht irgendwie ein Schnittmodell oder will den Innenraum einfach komplett aufdetaillieren. Aber da hat man so oder so ziemlich viel Arbeit. Hier die Seitenwände von der Wanne. Ihr seht, das sind praktisch 2 Teile. Das ist eigentlich ganz interessant. Also die Hauptwanne innen, an der sind dann die ganzen Federungen befestigt und da kommt nochmal so eine Platte drauf. Bisschen so wie bei dem von Revell, den Cromwell 1:72, da ist das ähnlich aufgeteilt. Das finde ich ziemlich gut. Das hat dann eben auch die richtige Tiefe. Auch die Details von den Nieten und so können sich sehen lassen. Allerdings ist natürlich die Oberfläche total glatt. Da kann man vielleicht mit ein bisschen Mr. Surface herumspielen, um dem ein bisschen so eine Stahlstruktur zu verleihen. Hier noch die Teile von der Unterwanne, Lenkung, Schutzbleche und so weiter. Das hier dürfte die Biegehilfe sein für das Ätzteil hinten, für die Lüftergitter. Ist auch sehr schön, dass das dabei ist. Dann kann man da schon mal nichts falsch machen. Ja, wunderbar alles. Da zeigt sich wieder mal, wie professionell Tamiya ist beim Bausatz herstellen, sowohl vom Formenbau als auch von der cleveren Aufteilung der Teile, dass die da gut geschützt sind, aber auch wenig Befestigungspunkte haben. Tut man sich also beim Auslösen auch sehr leicht. Clever gelöst. Im Großen und Ganzen ein toller Bausatz, wie man es von Tamiya gewohnt ist, mit ein paar Neuerungen, wie zum Beispiel Ätzteilen und ein bisschen Referenzmaterial. Das finde ich sehr schön. Das ist was ja auch in der Vergangenheit immer wieder moniert wurde bei Tamiya, im Vergleich zum Beispiel mit Dragon, dass einfach keine Fotoätzteile vorhanden sind, die man dann sich extra kaufen müsste. Ich denke aber, bei dem Bausatz, abgesehen von hinten den Lüftergittern, gibt es jetzt auch nichts weiter, was man mit Ätzteile machen müsste, unbedingt. Toll auch, dass Figuren dabei sind. Das ist eigentlich immer schön. Dann könnte man eigentlich mit dem, so wie es kommt, auch schon so ein kleines Diorama bauen. Allerdings ist der Bausatz mit um die 50 Euro auch nicht sonderlich billig. Das ist natürlich das andere, aber man muss auch überlegen, man bekommt einen äußerst durchdachten Bausatz, wo eigentlich auch alles dabei ist, rundum. Also von meiner Seite würde ich sagen, dass ich den empfehlen kann und man hat auch ziemlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Zum Beispiel könnte man eine Szene bauen, die den Panzer zum Beispiel im Kampf gegen die Japaner in der Mongolei zeigt oder in Polen 1939 oder auch bei der Operation Barbarossa. Also es hat eigentlich ein weites Gestaltungsspektrum. Gut, ich hoffe, euch hat die Bausatzbesprechung gefallen und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.